So much is lost to us. The betrayal of Macrash, the sacrifice of Lawada, the desperate flight of the Pelagos. It all seems just a distant myth to those of us who remain. Perhaps we should leave this past behind, but with every fallen piece of the higher realm, the past returns to us, for better or worse. Hallo Freundinnen, Freunde der analogen Unterhaltung Moin, und moin. Herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Der gute Peat hier neben mir. Ja, und der liebe Alex hier rechts. Und aber, vielleicht habt ihr schon am Thumbnail gesehen, es gibt mal wieder ein total schönes Preview-Video hier. Auch ein sehr ungewöhnliches Setting. Awaken Rams, wir haben ja das ein oder andere Mal, gibt es ja so Spezialvideos von der Messe, die Spiel in Essen, und wir haben uns nicht nehmen lassen. Wir wissen noch nicht, ob es eine gute Idee war, aber wir sind hier in ein wunderbares Setting gekommen und wir... Es ist doch immer eine gute Idee. Ja, aber stimmentechnisch vielleicht. Ach so, ja, das stimmt. Wir haben nämlich heute die Möglichkeit, mit euch zusammen in Lands of Evershade den ersten First Look sozusagen zu geben. Großes Crowdfunding-Projekt, was demnächst starten wird. Und der gute Christopher hier, Lead, quasi, ich sag mal, Storyteller, der sich hier bei Awaken Rams um die ganzen großen, fantastischen Geschichten kümmert, der wird uns heute hier durch das zweite Kapitel etwas lotsen, Hintergrundgeschichte geben, und wir können schon so viel sagen. Natürlich die Miniaturen, die Sachen, das ist wunderbar. Das ist jetzt hier Preview-Material. Ihr wisst, die Prototypen von Awaken Rams, wenn ihr sie auf den anderen Videos schon gesehen habt, das sieht immer super toll aus, aber da geht sicherlich noch einiges. Und Lands of Evershade, Tainted Grail, ISS Vanguard, Storytelling Games. Sie haben uns gesagt, all die Sachen, die ganzen Erfahrungen, und wir wissen, da waren viele Dinge gut, aber ein paar Dinge, die könnte man vielleicht auch noch verbessern. Daraus haben sie sozusagen neue Energie, Learnings und Sachen geschöpft und präsentieren uns jetzt das hier, und wir sind wirklich sehr, sehr gespannt. Quasi live mit euch oder während ihr das Video seht, werden wir hier in die Welt von Evershade eintauchen. So, thanks a lot that we can be here. Yeah. Everything we will talk about English stuff, I will translate a little bit, and I think, we are ready to go. We will play the game in English, Yes. and since the game has an app with full voiceover, I will also be playing some voiceovers in English. So we don't have a full working app, but we do have all the voiceovers for this adventure recorded. Okay. So once again, hello everyone, and welcome to the demonstration playthrough of the prototype for Lands of Evershade. As you mentioned, we will be jumping into the story in the second chapter. So in the first chapter of the story, your party met. Yes. And your friend got murdered. So, like always. yeah, It is not at us. the third player, he's gone. He got murdered, basically. And you followed the murderer through the lands of Evershade to the city of Whitewell, one of the central cities of the realm, where there was a complication. You discovered that the murderer is one of the 7 ruling patricians of Whitewell, a man called Valerius. And the problem is, only a patrician can accuse another patrician of a crime. So you can't bring your charges without someone vouching for you. And the others, out of the other 6 patricians, only one would even talk to you. A man called Desmond Kazat, who's looking for a crew for some work. So you used this to approach him, and as the second chapter of the story starts, you're about to enter his mansion. So this is a cover sheet for this adventure, and it shows you how to start every act and every chapter. So chapters are big chunks of the story, 3 to 4 hours. Acts are short chunks of the story, 1 to 2 hours. And we will play through most or the entire act, most likely. So chapter 2, act 1, go to 90. Okay, bevor wir da jetzt hinspringen, ganz kurz nochmal zusammengefasst. Im ersten Szenario finden wir quasi hier unsere Party. Einer hat es irgendwie nicht geschafft. Ne? Wir sind jetzt hier im 2-Spieler-Spiel. Und der aus unserer Party ermordet wurde, wir sind ihm schon so ein bisschen auf den Spuren. Es geht nämlich hier in die Stadt von Whitewell. Und aber, wie das immer so ist, das war nicht irgendwer, der da unser Mitglied im Team getötet hat, sondern der hat da ein bisschen mehr zu sagen. Es gibt da eine Gruppe von
von denen, die die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Und ja, die können sich auch nur gegenseitig so ein bisschen beschuldigen. Ey, du hast da irgendwie was Komisches gemacht, wie das immer so ist mit diesen Power-Shifting People. Ja, und wir versuchen jetzt über so ein paar Umwege da reinzukommen, vielleicht den einen oder anderen zu überzeugen. Genau, denn nur einer davon will gerne mit uns reden oder würde mit uns reden. Das heißt, wir versuchen den natürlich ausfindig zu machen und ihn zu überzeugen, dass wir hier einen Fall haben oder einen Punkt haben, um diesen Herrn, der unseren Freund ermordet hat, einfach mal anzuzeigen. Und man hat jetzt hier schon kurz gesehen, was hier vor uns liegt, dass wir quasi hier mit so einem Sheet, also ja Seiten-Blattsystem arbeiten. Ihr seht das gibt hier so Sachen. Und hier unten wird jetzt aufgezählt, wo wir uns jetzt gleich ins Buch hineinlesen müssen. Ja, so ein Chapter, das ist ein bisschen länger angesiedelt, unterteilt in einzelne Akte. Die sind dann ein bisschen kürzer angelegt. Und aber, da spoilere ich jetzt schon so ganz kurz, ihr seht natürlich, da gibt es einiges an Design Space, denn diese Blätter werden sich im Laufe der Kampagne der Akte hier auch austauschen und da kann man viele schöne Ja, da ist auch so ein kleiner Hint, ne? Man sieht ja nicht, was ist Sheet 5. Yes. Also, ne? If you pass me the sheets, we can show you what could have happened in the first chapter. Yeah. So, guck mal, Sehr dann gerne. in the first chapter, you would have a rough chase through the streets of the city after the murderer. You would have travel to Whitewell, to the city. and yes. you could have two different combat scenarios. That's on their own sheets. That's one Das of seht them. ihr schon. Jetzt alleine im that's one of them. ersten Akt hätten wir halt hier schon die Möglichkeiten, dass wir je nachdem, wen wir da wie treffen, unterschiedliche Encounter haben. Und das kann sich dann halt hier auf diesen unterschiedlichen Blättern sehr gut abbilden, sodass wir also sehr nah reinzoomen können, wirklich in den 1:1 Kampf, dann wieder zurück über die Dächer rennen und dann aber auch noch weiter vielleicht von ferneren Landen hier in die Stadt reisen. Also ich sag mal schon vom ersten Gefühl hier für diejenigen, die halt so rollenspielmäßige Sachen immersiv eintauchen wollen, hat man hier wirklich die ganze Bandbreite und ist nicht immer nur auf eine Sache festgelegt. Also jetzt nicht nur Skirmish und Fighting die ganze Zeit, sondern hat auch wirklich das Gefühl anscheinend, dass man hier durch die Welt reist. Okay, so now Yes, we go to 90. I'll 90. ask you to use the storybook to flip to number 90. Okay, Because I have Peat, another I copy will here. hand Yeah. it. Und wir haben natürlich auch gehört, und das kennen wir ja auch von ISS Vanguard zum Beispiel und Tainted Grail, es gibt auch wieder eine App, aktuell Voice-Over in Englisch. So, yeah, maybe you need a lovely German voice for the witching hour. German version. A short period of dawn when dangerous rays of sunlight slip between the horizon and Luada's shield, hanging above all Evershade. Even these reddish, scattered rays are enough to chase most people off the streets. Thus, you are able to reach your destination unnoticed. In front of you looms the mansion of one of the 7 ruling patricians of Whitewell, Desmond Kazad. You need his support to officially accuse another patrician, Valerius Oldenbach, of the crimes committed in Nightbloom Crossing. And Desmond needs someone from outside the city to handle a delicate matter. Ja. In your situation, it's an opportunity you can't pass over. 2 guards meet you by the gate and lead you inside, where a young chambermaid takes your cloaks. She looks worried and distant, but a quick glimpse at your equipment and the professional tools of your trade cheers her up for some reason. She shows you the way to the large terrace at the back of the house. From its height, beyond the sloping gardens and houses of white stone, you see the well the city took its name from. You shudder. The maid discreetly points to the long, low table behind which Lord Kazad sits, looking at you intently. Okay, and before we proceed with the choices that we have here, another quick word about the setting. In Evershade, all races live under the shield of Luada. This is a stone dome-like thing in the sky that protects them from direct sunlight. That's deadly. The dome has many holes in it, so you have those columns of light chasing They are easy. down. Okay, And yes. in Whitewell,
one of the rays of light hit the city center, and every noon, as the sun travels above the disk of Luada, when it's directly above the hole, it shines down into the well. The well is slowly expanding as the light is eating away more and more of the center of the city. So this is like a dead zone then? Yes, basically. Okay. And so this is what you see from the terrace of Desmond Kazat, and we have some rules there. Place sheet 5 in the left slot of the story tracker and place the party model in the Kazat's mansion space. Pete, party model is the stall banner, and we need to place it in Kazat's mansion, which is one of the top ones. So, since sheets can show any possible story beat, a large overland travel, a small skirmish, sometimes they are as small as one room of the house, or even one chest where you're looking for clues. Sometimes your party is represented by a party model, and then when there's another sheet with a close-up, you're using your individual models. So for now, you're represented by the party model on this sheet because it's large scale, and you get two choices there in the storybook. The first one is proceed to the table, and the second one is keep studying the view. You hope this won't be an affront to the impatient patrician. Ja, also wir haben auch noch ein bisschen einen Story-Abschnitt bekommen. Dieses ganze Land ist von so einer Kuppel überspannt, die tödliche Sonnenstrahlen abhalten soll, aber irgendwie ist die auch ein bisschen löchrig und man sieht es hier auch schon immer im Hintergrund und auch hier wirklich in dieser Stadt. Ja, da scheint also die Sonne rein, wenn die Sonne direkt über diesem Loch in der Kuppel ist auch ein bisschen so eine Todeszone, also muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und wir sind da jetzt quasi angekommen und so in dem ersten Kontakt und jetzt mal gucken, wie wir uns da so verhalten. Ne? Wir können sozusagen uns so ein bisschen an den Tisch setzen und wahrscheinlich so Gesprächsbereitschaft signalisieren. Genau, oder halt, wir können halt uns noch mal ein bisschen umgucken und hoffen, dass das dann... Wahrscheinlich mit der Sonnenbrille mal kurz... und hoffen, dass das nicht den Herrn erregt, weil er länger warten muss. Ja, wir wurden ja da hineingeleitet von einer, die uns da erstmal so ein bisschen beäugt hat, aber dann doch auch wieder ganz happy war, weil wir anscheinend well-equipped sind für dieses Unterfangen. Pete, hast du so ein Gefühl, vielleicht ist auch, wenn wir so ein bisschen Distanz halten, ich meine, weißt du, so dieses... Ihr wollt ja irgendwie auch was. Ich bin ja auch ein bisschen kleiner, vielleicht hat er mich noch gar nicht gesehen. Du hast auch gefühlt, du hast ja schon deinen Sonnenbrillenhelm auf. Ja, auf jeden Fall, ja. Also. Eigentlich, Pete, haben die dich gezeichnet? Okay. Möchtest du an den Tisch gehen? Oder, ich würde mich erstmal noch umgucken. Erstmal so ein bisschen. So, yes, I think we will keep the choice studying the view. Okay, so let's proceed to 102, and again I will play some. "100 feet down, on the northeastern side, you see what caused so much commotion in the city. A fresh collapse, where a layer of clay and rock slid down, revealing a cross-section of the ancient corridors. The enormous depths, you raise your eyes to the shield of Luada far above the sky. There's a faintly visible red spot there, small as a pinhole. Yet the light coming through this hole each midday was all it took to fade out the center of the city and turn it into a giant chasm in just 600 years. Okay, so we have a keyword check. If you have a Whitewell or Luada keyword, so you check the keywords for your character. Sometimes some keywords can be on items or spells, but those main ones are always here. And does any one of you have Whitewell or Luada? Wir wissen noch nicht, ob es gut ist, aber Pete, du hast Whitewell, oder? Ich habe Whitewell, denn ich bin ein Midlands-Citizen, Okay. wo Whitewell, City Born and Artistry... Du kennst dich bestimmt ein bisschen aus in der Stadt. Ja, vielleicht kenne ich die Städte. Oder du bist bekannt in der... Wir gucken mal, wir schauen. Oder ich kenne mich halt mit den Chasms aus. Also es war ja gesagt, dass da so ein alter Korridor aufgemacht wurde. So vielleicht kenne ich die auch. Also ihr seht schon sehr atmosphärisch. Das vielleicht an der Stelle ganz kurz auch hier zu diesen Charakterbögen. Wir haben ja dieses Keyword-System angesprochen eben. Wir haben jetzt hier einen Pre-Build-Charakter bekommen, aber ihr seht schon, wir haben hier ganz viele Plättchen, Sachen. Das kennen wir natürlich aus Rollenspiel-ähnlichen Systemen. Hier sehen wir unseren Stärkewert Initiative,
Agilität, wie sind wir so beweglich, das sind so Sachen. Wir haben hier unsere Ausrüstungslot und diese ganzen Dinge, die wir hier mit den Keywords haben, das ist natürlich auch ganz essentiell, wie wir jetzt eben wahrscheinlich auch gleich erfahren werden, wie sich die Story da entwickelt. Also auch hier wieder ein starker Hybrid aus diesen Rollenspielelementen, mit diesen ganzen narrativen Sachen, den Miniaturen und all diesen Dingen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt positiv ist, dass wir dieses Keyword haben oder nicht. Okay, we will see. Yes, so since you know something about Whitewell, you go to 103. Okay. Die nächste Abschnitt also. Yeah. Your gaze slides along the streets and plazas at the edge of the well. On the eastern side, you notice some workers building an extensible drawbridge. You know of only one possible reason. Come noon, someone will be forced on the bridge to become faded out of existence. A punishment worse than death and administered very rarely. Okay, so you have learned. Da muss ich kurz, ich finde es immer interessant, weil ich erinnere mich genau, als wir damals Tainted Grail gezeigt bekommen haben, gab es so eine ähnliche Szene, wo man sozusagen in dieses GS da irgendwie gegangen ist und diese ganzen Eindrücke, dass da tausende Leute verbrannt worden sind und so. Du und der Druide. Ist hier wieder genau so ein Feeling, ne? Also genau, was haben wir gesehen? Wir haben halt gesehen, dass da eine Brücke, also so eine Zugbrücke gebaut wird. Und warum? Da wird mal jemand also auf die Planke geschickt, wie man so schön sagt. Und der wird dann wohl in den Lichtstrahl gestoßen, sobald er dann nächstes Mal auftaucht. Okay, and the rules for this entry says new lead and execution will take place in the plaza around noon. So you have a plaza there, and you now know that around noon there will be an execution there. And yeah, the rules say go to 106, so let's go to 106. And 106 begins with another keyword check. If you have dwerg, I think you do. Yeah, I think that's you. Das wäre auch ich dann. This is kind of your race. Yes, so this initial, this thing would go differently with members of a different race, but for dwerg we go to 107. You approach Desmod Kazat, one of the 7 ruling patricians of Whitewell. As you approach, you hear him saying to his servant, "A dwerg? I was not told there would be a dwerg. You know how I feel about them." However, once you get close, he tries to put up something resembling a smile. You approach Desmod Kazat. Okay. Wie das immer so ist natürlich, ne? Wir spielen hier unterschiedliche Rassen, Beteiligte von den Völkern. Ich bin im Ballgrim, Peat spielt ja so ein Dwerg, wahrscheinlich vielleicht so ähnlich so wie Zwerge. Und um jetzt nicht Klischees zu behandeln, aber... Der mag mich nicht. Anscheinend mag er Dwergs nicht so richtig. Aber er macht erstmal... Er setzt halt ein Lächeln auf. Er setzt ein Lächeln auf. Mal gucken, ob uns das noch Probleme bereitet. Okay. And next is the first roll of the game. So, since this game is made with many throwbacks to classic RPGs, many actions in the storybook are resolved with rolls. But we made a roll system that tries to involve the entire party. So the roll system works like this. Roll for intellect means any in the party. You choose one person in the party to make an intellect roll. Both of you have an intellect of 2. The chosen and one is the highest intellect in the game. I'm afraid it's 6, but it is 6, so we are the brightest. Also wir sind hier, ja. Jetzt geht's no one starts with 6, so don't worry. Jetzt geht es quasi darum, den ersten Entscheidungswurf hier zu machen. Wir werden jetzt gleich auf Intellekt würfeln. Wir haben beide 2. Wir sind jetzt vielleicht nicht die hellste Leuchte auf der Torte. 6 ist hoch, aber wir fangen ja auch an. Wir sind Kapitel 2, remember? Okay, so. Okay, and so the person who makes the roll takes the amount of d12s equal to their attributes. So if you would roll, you would take 2 d12s. But then everyone who has a keyword noble, lore, or Whitewell for this specific roll can support them with 1 die. Do you have any keywords that would apply? I think you had Whitewell, yes? Whitewell. And Na, Nobel bist du auf jeden yes, Fall nicht. you do not have to look for all of them because anyway you can support with only 1 die. So you just look for the first keyword that applies
and that's it. Also man kriegt keinen Würfel pro Keyword, sondern sobald man eins der Keywords hat. Yes, kriegt man einen Würfel. and if you show me the book, because this is gerne. better in the book because we have icons here. Yes. 107. So you choose the person to roll for intellect, the difficulty level. This is 10. you need to roll at least this much, and there are many possible outcomes. In this case, you have only two. If you have one success is any die above the difficulty level. You go here. But many rolls have, for example, a very big success that require a very big positive outcome that requires many successes, as semi-positive outcome and some negative outcomes. This one, the first one, is very simple. You just need one die above 10 and then you're done. So you roll with. So who does the base roll? He doesn't like me, he goes. Okay, and if you support him, you roll your own die yourself. This I is- will explain in a second why, because okay. it's important. Okay, ja, wir werden jetzt diesen ersten Check mal machen, haben wir hier gesehen im Buch nochmal besser abgebildet mit den Icons. Wir werden jetzt also D12 werfen. Wir müssen bei diesem Test auf jeden Fall einen Würfel auf einer 10 haben, damit wir hier positiv rauskommen. Aber vielleicht schaffen wir das auch nicht. Es gibt natürlich auch Tests, die sind ein bisschen komplex, da muss man vielleicht auch mehrere Würfel haben. Peat, weil er das richtige Keyword hat, unterstützt mich jetzt. Und wir haben ja auch schon gehört, für diejenigen, die das Englisch gut verstehen, das System ist auch so ein bisschen, dass die ganze Party eingebunden wird. Deswegen wirft den Unterstützungswürfel Peat. Mal gucken, was das noch auf sich hat. Und nur 10 plus quasi jetzt würfeln. Oh, there's a 10. Eine 10 habe ich. Eine 7. 7. Okay. Oh, That's okay. So this support was not necessary. Yeah. He didn't help much, but well, at least he tried. So He tried. Yeah, you, this is good. He always tries. you do get 110, so that's Yeah. enough. But before we proceed, I will explain two special types of results that could have happened in the roll. If you would roll 12, that's a critical success. It gives you 2 successes okay. from one die. But there's also a very important reason why I asked Pete to roll separately. Oh, one once. would be a total one, fail. It's slightly more complicated Okay. because in this game, there is a thing we call fate tokens. There are many uses for them, but the main use is to reroll dice. And you gain them when you either resolve the negative outcome, so whenever you completely fail, the person who rolled gains a fate token. But whenever you roll a 1, you also gain a fate token, which sometimes leads to interesting scenarios. For example, when you have some dice with low rolls and a 1, and you have to decide whether you want to reroll all of them for a better chance of passing the test, or to keep the 1 aside and reroll only those, because 1 at the end of the roll gives you a fate token that you can use for stuff later. And obviously, if Pete would roll 1, he would also gain fate. That's why people who support roll their dice on their own. Okay. Yes. Ja, also wir können hier Fate-Tokens generieren, die sind sozusagen auch entscheidend, damit ihr einfach Würfel neu werfen könnt. Gerade wenn ihr vielleicht diesen Moment braucht, um ein bisschen diese Würfelmanipulation zu haben und jetzt nicht nur dem Würfelglück ausgebildet zu sein. Deswegen haben wir hier so ein System und das Schöne ist halt, dass man die quasi generieren kann, wenn man hier vielleicht so einen Test auch mal verliert, so ein bisschen aus Ausgleich. Und aber wenn man eine 1 würfelt, auch so einen Fate-Token bekommt. Wenn wir natürlich mehrere Würfel haben, dann kann man das vielleicht trotzdem noch gewinnen, aber die 1 zählt letztendlich auch, deswegen war es wichtig. Genau, deswegen musste ich auch würfeln. Ne? Und wenn ich jetzt eine 1 gewürfelt hätte, hätten wir den Test bestanden, aber ich hätte auch einen Fate. Yes, and now let's proceed. You did have one Yes. success, so we go to 111. Can I ask you to flip the book? Okay. Ja, dann Of schauen wir course. mal. Vielleicht habe ich meinen charming Blick aufgesetzt Ja, mit du bist ja geil. sehr gut ausgebauten Unterkiefern. Und Hörnchen. Ja, nicht nur auf dem Kopf, sage ich euch. Yes. Since you passed the intellect test, you've noticed something else about. Apart from a visible lack of sleep, you notice Desmond Kazad is not wearing any jewelry. The golden cup in front of him is turned upside down, a sign he abstains from alcohol. This is the way Utua's worshippers mourn. Strange. Surely the people of the city would talk about the death of someone in one of the ruling families. Okay.
Wir merken jetzt ja also schon irgendwie, dass noch so ein bisschen was komisch ist. Anscheinend ist er irgendwie in Trauer. Jedenfalls er hat irgendwie seinen Becher umgedreht, er trägt gar keinen Schmuck und das ist sozusagen ein Zeichen, dass irgendjemand verunglückt ist, aber wir haben gar nichts davon mitbekommen. Also die ganze Stadt scheint nicht in Trauer zu sein. Das ist vielleicht was noch keiner mitbekommen hat oder keiner mitbekommen soll. Man muss jetzt schon mal festhalten, gerade mit der App, die Voice-Over ist jetzt schon super, ich fühle mich schon sehr hineingezogen. So mitgenommen. Ja. Okay, yes, so. The rules are for this entry are very simple. Place a marker in a Kazat's mansion. So next to the banner, let's place a marker, and it means we've done something in this part of the city. We've learned an information, basically, that we can use later. And we go to 112, which is directly below. Because now that we know something, we'll see what Kazat happens is a next. man of business. After brief introductions, he cuts to the nature of his task. After the well side collapsed, a cross-section of ancient corridors was exposed far down the well. He knows other patricians are already planning expeditions to go there. Kazat wants you to descend first, no later than this night, and bring any antiquities you can find to him. He already had the crane and enough rope ready. He just needed the right people, adventurous and in no way connected to any of the other 6 ruling families. He then asks, "What's your price?" Ooh. You will reveal. Okay. We have a choice here. We can either he asks what do we want in return, so we can tell him all the truth, which means we will reveal that we are chasing another patrician called Valerius. He killed our friend. We will basically tell him everything. We can tell him a part of the truth, which means we will tell him we want to charge a certain other patrician with a crime, but we won't tell him who or what the crime is. Yes. Or we can try to not tell him anything and just tell him that we'll do this for you and you'll promise us a favor in return. So we'll have to choose how much do we want to reveal to the man. Wir haben jetzt also erfahren, dass diese Katakomben, diese Gänge, die wir ja da auch schon gesehen haben, dass die ja jetzt erst da neu zugänglich sind und da schon einige Expeditionen irgendwie planen und wir sollen aber da jetzt schnellstmöglich hin und alle möglichen Artefakte rausholen. Die sind schon gut vorbereitet, Kran, Seil liegt bereit. Genau, jeder will der Erste sein und natürlich will unser lieber Herr, den wir da gerade besuchen, uns da als erstes hinabschicken und fragt uns natürlich nach dem Preis. Und unser Preis ist ja eigentlich klar, weil wir haben ja ein klares Ziel. Jetzt ist halt nur die Frage, wie viel geben wir davon Preis? Sagen wir ihm alles? Sagen wir nur, wir wollen anderen anklagen? Oder sagen wir gar nicht? Also so mein erstes Bauchgefühl, ich weiß, ob das nicht zu boring ist, aber ich würde so sagen, dass wir ihnen so die halbe Wahrheit sagen. Oder willst du eher in ein Extrem gehen? Also alles würde ich ihm, glaube ich, auch nicht sagen, aber schon, dass er so einen Hint kriegt. Weil das so ein Businessman ist und er mich nicht mag, vielleicht. sowieso nicht. Oder würdest du sagen, dass du lieber gar nichts, überhaupt nichts sagen würdest? Ich auch so, okay. Also er soll schon wissen, was wir vorhaben. Dass da jemand vielleicht aus seinem engeren Kreis, vielleicht hatte er ja auch was gegen die anderen und er wird hellhörig, das könnte natürlich... Oder er macht es halt nicht. Ja, genau. Also Dann okay, wissen wir tasten uns da mal vor. Wie gesagt, wir haben auch keinen Clou, aber das ist ja auch das Schöne, das zu erleben. Wir werden in den Detail. A part of the truth. Fortunately, you don't have a paladin with you, because he would probably not let you lie. Aber wir mit unserem Intellekt sind uns da einig, dass... Ich bin ganz hübsch eigentlich. And if at any point you cannot come to an agreement, there is this token that's a tiebreaker. You use this decision token and you pass it over to the next player. So if you can't decide on the same option, you can always use the decision token to choose. So you decided to tell him a part of your story. Sollten wir uns also nicht einig sein in der Gruppe, dann wird es hier mit diesem Decision Token, den Entscheidungstoken, kann man einmal nutzen, dann wandert der weiter. Zum nächsten Spieler. Mal sehen, ob wir den noch einsetzen müssen. Hier? Du? Ich, Desmond Kazat strokes his chin. He's hesitant to trust you. Okay, so he's not sure whether he should trust you if you don't reveal everything. So 116 gives us, if you can show me the roll, another roll. Yes, 116.
This is a charisma roll, and this one is a bit more complicated because, as you can see, it has several possible outcomes. There's the best outcome, there's a okay outcome, and there's obviously a bad outcome. Okay. And the charisma roll is supported by noble, human, diplomacy, and leadership. So anyone with any of those 4 keywords can support. Ja, jetzt geht's um Charisma. Ihr habt schon so ein bisschen gehört, kurze Antwort. Er weiß nicht so richtig, ob er uns trauen kann. Es scheint also nicht der einfachste Weg gewesen zu sein, den wir hier gewählt haben. Ja, charismatisch, ich weiß nicht. 2 habe ich, du hast 1. Wir sind eher so, naja, so wie wir aussehen, nicht die überzeugungsträchtigsten, was Charisma angeht. Vielleicht Strength, Stärke sind wir 3 und 4 ein bisschen höher. Ja. Das heißt also bei mir, Würfel 2 wären wieder da. Keine Unterstützung, weil wir haben die ich habe Keywords keinen Noble, nicht. ich habe keinen... Wir sind nicht human. Ja. Leadership. Okay, so only 2 dice. Only 2. Und jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit, so Teilerfolge vielleicht zu erzielen. Wir werden es mal sehen. A 12 and a 1. Okay. Okay, that's a very nice roll because not only you get 2 successes, Das which haben means wir you vorhin get nicht to resolve gesagt. the best outcome, 12 gibt 2 you also Erfolge. gain a fate token. Also es war eigentlich Was der für ein Beste. Zauber, Oder? ja. Das The man. Glück der Würfel. Ich habe eine 12. Ich sehe gut aus. Okay, so you tried to convince him to trust you, and you were extremely successful. We go to 1, 2, 3. Vielleicht habe ich dann doch so ein bisschen Muskelkraft wirken lassen. Nee, vielleicht nicht. Vielleicht hast du einfach mal nett über den Zahn geleckt. Vielleicht, ja, möglich. Ja. Shiny Tooth. You make such an impression on Desmond Kazad, he decides to share a secret of his own with you. You see, friend, my son Darian became obsessed with these corridors. Friend. As soon as they appeared on the wall of the well, he wanted permission to organize an exploration group. When I forbade it, he went anyway. I hear that yesterday he lowered himself with several hirelings and did not return. Kazad pauses and sighs. I have not told anyone yet. Let's just say this would be very bad for my business and for the standing of my house. I cannot let the matter escape these walls until I'm confident that spoiled brat is dead. Swear to me you'll keep the secret and be on the lookout for my son as you head down well. And I promise to help you. Ah, das ist doch gut, oder? Also für ihn natürlich nicht. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum er so ein bisschen in Trauer ist, denn sein Sohn ist... Genau, also sein Sohn ist gestern schon in die Höhlen gegangen und er ist halt nicht wiedergekommen. Das ist so die Kurzfassung davon. Und jetzt möchte er natürlich, dass wir dieses Anliegen so schnell wie möglich... Ich finde, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, weil A hat er uns dieses Geheimnis erzählt, wo er auf keinen Fall will, dass wir das weitererzählen. Und wir scheinen auch die Einzigen gerade zu sein, die ihm da helfen können, vielleicht seinen Sohn da auch wieder lebend rauszuholen. Also ich vermute, wenn wir das irgendwie hinkriegen, wird er uns auf jeden Fall bei unserer Aufgabe weiterhelfen. Und dadurch haben wir auch einen neuen Lead, wie es da so schön steht. Yes, there's a new lead. Leads are just information that you have gained. It's highlighted as highlighted important information. You can take note of it or you can just remember it. And that after heading down well, be on the lookout for signs of Desmond's son, who's missing somewhere down there. And you get to choose. You can either shake hands and conclude the deal, or you can try to haggle for some money as an Wir advance. können jetzt vielleicht noch so ein bisschen Kleingeld rausschlagen. It does Ja. require a rogue Wenn or wir- someone who is genau. city-born. Wenn wir diebisch, also Rogue unterwegs sind oder aus der Stadt, wie das ist die Berliner zum Beispiel untereinander, die wissen wir das ja. Du bist doch auch City-born, oder? wir Ja, sind beide wir City. sind Wollen wir? beide Ich meine, Natürlich wollen wir. eigentlich schon, oder? Also wir sind ja auch nicht die Wohlfahrt. Halt, Nee. ne? Und dich hat er so komisch beugt. Ich würde sagen, wir würden so ein bisschen Weggeld quasi. Ja? Mal gucken, ob wir ihn aber überstrapazieren. nicht, dass du dein Würfel überstrapazierst. Am I reading correctly that you want to haggle? Yes, okay. of course. Right. So, in this case, a player with city-born or deception needs to make a roll. But you are both city-born, yes? Yes. Okay, so any of you can make a roll. And it's a charisma roll again. So you are a bit more useful Yes. in this situation. And he can But I also have support white me. eyes. Yeah, Twice he now. can, because the support dice come from
charm, diplomacy and whitewell. Also, wir werden jetzt mal versuchen, so ein bisschen mit Nachdruck zu verhandeln, weil mein Charisma 2 Würfel würfelt und Peat auch noch ein Keyword hat, kann er einen Wurf hauen und 8 plus gilt es zu zeigen. Okay. You didn't manage to get any successes. But baby, to show it here, Yeah. jetzt kann ich hier so einen Fade-Token verwenden. Wir haben quasi gar keinen Erfolg gewürfelt, eher so ein Misserfolg, der so einen Token wiederkriegt. Aber ich würde versuchen, das war so gut angefangen und dann irgendwie hart eingesetzt. Wieder völlig daneben, come on. Ja! Wir mussten noch mal neu ansetzen. Wir mussten einfach That's too lucky. I can't believe it. So, Welcome to my people will think we kept rolling the dice until we Ich got bekomme für 12. die 1 diesen Token wieder und wir haben 2 Erfolge. Yeah. Und das hat auch ganz gut gezeigt. The results of this roll give you 1 gold for each success. So you rolled 2 successes, you get 2 coins. Ich habe hier in meinem Inventar schon ein Coin gehabt. Du hast schon 2 Coin gehabt. I'll have to reach for the bank. Ah, ja. Ja, normalerweise wird nicht so gut verhandelt. Deswegen, Okay, now we can go party. Perfect, see you next year. No, okay. Okay, also, aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob er da jetzt noch so komisch drauf reagiert, aber 120, wir gucken. And now it's time to shake hands. Okay, There's dann nothing more left. Hat er uns nicht persönlich genommen. You rise and shake hands with the patrician. He informs you that in the afternoon, when the light disappears, a crew with a crane will be waiting on the expedition staging grounds by the edge of the well east of his estate. They will lower you to the corridors on a special platform. Do not be late, Kazad warns you. You only have until midnight to join the crane crew and descend. Then you have to come back up no later than dawn. The later you set off, the less time you will have in the corridors. You gaze at Luada, stretching across the sky above the land. Soon the deadly light will pierce her shield and fill the well. While the well is inaccessible, you have time to gather equipment and make preparations, or explore whatever threads you wish to investigate. Was sich jetzt schon so richtig schön anfühlt, wir wissen, um 13 Uhr wird da jemand hingerichtet und wir sollen aber auch nicht zu spät irgendwie quasi sein an dem Plan. Ich höre immer so Keywords und ich habe hier so das Rad, wo ich die ganze Zeit drauf gucke. Yes, we will be setting it up in the second. Yeah, Okay. Because it asks us to place a quest model in the staging grounds. Quest models are the scrolls. Yeah, let's place one in the staging grounds, which are next to the mansion. Yeah, it's. Da ist it reminds us. Crane here. Okay. It reminds us that this is where the story will main story will progress, and then it asks us to put the time of the day token. It actually shouldn't be here. I should put it right now. That's okay. Since the sheets represent many different story beats, sometimes you have a time token that represents weeks. Sometimes one represents days or times of the day, and sometimes it represents seconds. So at this moment you use the time of the day one, and you set it to morning. Jetzt haben wir hier nicht nur die Möglichkeit, natürlich mit diesen Blättern unterschiedlich in Städten, über Land oder in Close Combat zu gehen, sondern wir haben hier quasi auch noch so einen Zeittoken, der auch über Wochen, Tage gestellt werden kann. Und so das kann man hier ganz gut sehen, weil wenn man ihn umdreht, dann ist das nämlich eine Nacht. On the other side you have times of the night, on the front side you have times of the day, and they loop, so once you finish the day you go to the night. But you're now in morning. So, the earliest you can descend is afternoon, because right now the well is about to be flooded with light. And the latest you can descend is midnight. But if you do not manage to finish the entire chapter before dawn, something very bad will happen. You have this big red arrow pointing to the time token that says, if you ever flip it to dawn, go to... Dann wären wir wahrscheinlich zu spät, was wir ja nicht wollen. Genau. Yes, and since it's set to morning now, you still have some time to spend in the city before you can descend into the corridors. And let's flip it to the other side, because
This is what I just told you. If you have human, go to 1 to 2, but you do not have humans in your party. A human will trigger a certain scene here, and then take any action from sheet 5. We've done with the starting story, and now we go to sheet 5. Each sheet has its own set of actions. On this one you can travel, explore, rest, and take flight. You do not have to rest now because you're fully rested. We are in the morning, full of energy. Take flight requires a flight keyword, which you do not have, so you can basically travel and explore around. So you just came to the city, you know little about the city itself, but you have some time to spare before the crane crew is ready. So it's up to you what to do on the sheet 5. Ja, wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen warten, bis das alles vorbereitet ist. Und dieser Lichtstrahl, der ja da auch reinscheint, wir wollen auf keinen Fall am Kran hängen, wenn da die Sonne da drüber steht. Aber wir dürfen natürlich auch nicht zu spät kommen. Und ja, jetzt, weil wir natürlich jetzt nicht weiterreisen wollen, wir müssen uns auch nicht ausruhen. Ich würde ganz sagen, wir haben dafür, dass morgen ist, waren wir schon sehr produktiv, oder? Wir haben einfach schon 2 Coins gemacht. Vielleicht erkunden wir einfach mal die Gegend. Vielleicht können wir ja auch unser Geld schon wieder ausgeben. Die Frage ist, willst du denn auf den Markt oder willst du lieber zu den Künstlern oder zu den Warenhäusern? Zu den Warenhäusern. So. Ich meine, der Markt ist gleich neben uns. Wir sind hier, wir haben ja diesen Story- oder diesen Quest-Marker hier hingesetzt, dass wir hier sehen. Den roten Marker, den haben wir gekriegt, weil wir diese Informationen erhalten haben. Also das alles, wir können natürlich viele Sachen aufschreiben. Travel allowed bis zu 2 Feldern, das heißt also, da kann man 2 nach links, 2 nach rechts nehmen an. Actually, you can travel by 3 because if you read the travel, it it gives you a bonus for everyone. Wir kennen uns natürlich aus in der Stadt. Wir wissen, dass man einfach mal kurz in die Straßenbahn steigt. Wir kommen nicht in diesen Distrikt. Das ist natürlich interessant. Ich wäre ja irgendwie auch für Markt irgendwie das. Du willst gar nicht so weit laufen. Ich meine, wir müssen auch wieder zurücklaufen dann. Weißt du, was ich meine? Ja. Kann man ja nie. Wer weiß, was vielleicht noch passiert. Nachher machen wir irgendeinen Unsinn auf dem Markt und rennen durch die Stadt. Auf den Markt. Ja. Okay, and you'll have to progress the token clockwise today. And if you remember, there was something that was to happen at noon on the plaza. Ah ja, okay. Ja, die Hinrichtung, die ist dann in Noon auf dem Plaza, sozusagen hier in der Mitte. Vom Plaza aus. Weil das dann da. Okay, aber das könnte natürlich sein, dass wir da vielleicht dann auch nochmal hingehen und schauen. Müssen wir mal gucken. Okay, now we are at the market. You are at the market, you can explore, which means we go to entry number 300. Again, I will ask you to find 300 here. Because, okay. Yes, exactly. Wir werden jetzt den Markt erkunden und ihr seht hier die Nummern 300, 350 je nach Ort und da gehen wir jetzt quasi an den Ort und werden mit dem interagieren. 300 ist hier. Mal gucken, was so los ist auf dem Markt. So, the first thing 300 has is a check for the status of the story tracker. If you have Paladin or Luada, and this means slot N in the story tracker is empty. If you see, if slots are empty, they have this minus. Yes. So minus N means empty. If you had cube N, it means if N is filled. Yeah. So some major choices are tracked on the story tracker. Sometimes we put things on the sheet if they are only tracked on the sheet itself or during the same interaction. But if something is a major choice that is, for the whole stays between the chapter, sheets, yes. It's marked here. Okay, and since this does not apply, we keep reading and we hit a part of the story. Ja, wir sind jetzt nicht Paladin oder Luada. Wir haben auch unseren Storymarker hier und nicht auf dem freien Endfeld. Und hier in der Mitte werden Storymarker gesetzt, wenn sie sozusagen übergreifend sind. Ja. Whitewell's market is full of people from different parts of Evershade. Mostly food, clothing and tools are sold here. For more specialised fare, buyers visit the nearby artisan district. Simple, unadorned
Okay, we have a big list of options you will have to browse through. We can either gather rumors, but this costs us time, or we can buy various things. And the first one is spelunking tools and supplies for walking into the underground. Und bisher könnte nützlich sein. But there are many other things you can buy. Wir sehen, also wir können jetzt so Sachen, die uns Licht machen, geben. Wir können Schwert kaufen, Bogen, Armor. Wir haben natürlich schon so ein bisschen Sachen. Du hast auf jeden Fall schon eine Rüstung an, eine Axt. Ich würde ja trotzdem, dadurch, dass wir irgendwie so in Katakomben gehen, finde ich die Tatsache, dass wir was Lichtspendendes mitnehmen, gar nicht so uninteressant. Und wir haben auch die Information erfahren, dass es so ein bisschen spezialisiertere Sachen anscheinend in diesem Künstlerviertel gibt. Aber ja, wir können uns natürlich auch auf dem Markt umhören, was es so für Rumors, also so für Gerüchte gibt. Es dauert aber ein bisschen. Ich würde schon sagen, den dass einen nicht, weil wir hier B brauchen, den haben wir ja nicht. Ja, okay. Ich würde aber vielleicht schon sagen, dass wir diese Tools kaufen, Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. So, ja, ich habe ja 3 Gold. Ich würde sagen, ich kaufe für 1 Gold quasi hier Tools und Supplies, damit wir uns eine Fackel... Yes, and this gives you a torch item. So this is the item, and it comes with a card. Item. So I will explain cards very briefly. So we have a torch. It sits in your small item slot. It grants you 2 keywords, fire and light. But it also brings an attack, offensive action called Scare, which allows you to push enemies basically. Mit unserer Fackel können wir jetzt and move them around the grid, tactical grid. Yeah. Das ist wie die anderen, die bei den Ratten. So which one of you wants to have the torch? Ich mein's, aber bist du nicht, guck mal, du hast gar kein Small Item. Also gedanklich hätte ich Nee, schon. du auch nicht. Das schon, aber ich habe hier Herbs und Sachen. Ich habe ja gedacht, du gehst dann vor mit der Achso, Fackel. ja. ich gehe mal vor. Jetzt könnte, so I believe we also spend 1 coin and I get a torch too, or? Yes, you can buy some items have multiples. If there is an item, multiple of the item in the game, you can buy it. If not, there's a component limit. Okay. There are 2 torches if you want to. I will explain about the cards. So you can either keep the card in your pouch, that's the small black box that you have under your hand. Yeah, it has all the cards you're not using at the moment, and each camp you can rebuild your hotbar and you can change your equipment. Or you could slot it right now instead of something. I would probably, you do not have more slots because they are tied to the levels, but you have a pitiful command. That's a very weak command card. Okay, du geh doch jetzt, mach doch mal was. It uses Charisma. Yeah, it's very pitiful. I would put it in the box and simply place. Wir haben jetzt also die Möglichkeit, diese Karte und dieses Item, was wir haben, oder der Gegenstand kommt noch mit einer Karte. Wir haben aber Kartenslots, die sind limitiert. Die anderen schalten wir natürlich frei, wenn wir höhere Stufen haben. Das heißt, wir können die austauschen. Wir können sie noch bei jedem Camp austauschen. Und wir haben hier also auch eine Box, die dann sagt, was wir gerade nicht benutzen. Und somit, weil ich hier eine Fähigkeit habe, die auf Charisma basiert und die nicht so stark ist, tauschen wir die am meisten aus. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt schon vorbereiteter für unsere Expedition als jemals zuvor, muss ich sagen. Wir haben eine Fackel. Aber die Frage ist ja, das Spannende ist ja, welche Karte ist noch drin? Ja, und das ist halt auch schön, ne? In unserem quasi Back hier prototypenmäßig haben wir jetzt hier diese kleine Schachtel. Mal sehen, wie das denn umgesetzt wird. Und da können wir natürlich an bestimmten Punkten auch unsere Sachen dann austauschen, vorbereiten, wie das so ist, am Lagerfeuer sitzen und die Sachen rearrangen. Also da seht ihr auch schon, man kann natürlich mehr Stuff im Beutel haben, aber nicht alles aktiv verwenden, was ihr auch I'll mention also that the box are only for the prototype. The game, just like Tainted Grail SS Vanguard, will have the small insert parts for saving things you're not using at the moment. Also es würden dann eher die Sachen, wie man bei SS Vanguard kennt und so, ne, dass man diese Compartments hat, wo man die unterschiedlichen Slots hat und da werden die Sachen dann reingepackt und auch um Sachen dann abzuspeichern. Ne. Da gibt es natürlich auch wieder Systeme, denn ihr werdet das Spiel ja nicht durchspielen an einem Abend und nicht jeder hat vielleicht hier so einen schönen Gaming-Table, deswegen gibt es natürlich auch wieder ein System zum Abspeichern.
Okay. So, do you want to buy anything else or do you want to leave? Willst du eine Rüstung kaufen? Eine Rüstung, ich und Rüstung, come on. Ich würde ja sagen, einfach um das hier auch interesting zu halten, wir haben jetzt mal ein bisschen geshoppt und mich interessiert schon, wer da verbrannt wird. Ein bisschen. Ja, Ja? kostet. Können Okay. wir gerne hingehen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Plaza. Und da wir Cityborn sind, können wir 3 laufen. Das ist so 1, 2, 3. So, Und wir bewegen den Yep, it's auf. noon. It's noon. Now it's die Sonne direkt über der Kuppel. Ihr seht hier den Beam und da auch den Plaza. let's move to 450 because we're exploring. 450 sagt jetzt quasi auf der Karte der nächste Abschnitt. Okay, and the first thing is it checks whether we're here at the correct time. If the token is set to noon or the afternoon, yes. And there are a few done to markers in this space, yes. Go to 451. So we get redirected to 451, and Which is below. and which is just below. And there's let's see. 451. Yeah, 451. Ja, wir haben jetzt natürlich gecheckt, ist überhaupt die richtige Zeit, sind die Sachen da, ne? Also wäre man zu früh oder zu spät da gewesen, dann wäre das natürlich nicht passiert. Das System muss das irgendwie abfragen. Und jetzt gucken wir oder hören uns mal an, was los ist. A death sentence is about to be carried out on the plaza, and it has drawn in a sizable audience. You take your place in the crowd and watch the executioners tie the prisoner to a wooden post at the end of a long gangplank. The gangplank itself sits on wooden rollers at the edge of the well. The magistrate reads the sentence to the court. The man was a convicted swindler, falsifying land grants and property rights that further muddied the complex ownership of the land around the well. Now, all the false documents are being piled under his feet. Once they are claimed by the light of the broken sun, you know they will disappear not only from the physical world, but also from the memories of all the living. The magistrate gives a sign, and the executioners begin to push the gangplank out into the column of light that fills the well. The end of the plank slowly begins to turn white. The man screams. Okay, ja, wie das damals natürlich auch schon war, es ist dann doch immer gar nicht so schön mit anzusehen, wenn quasi Leute lebendig im Licht verbrannt werden. Aber es haben sich trotzdem einige angefunden. Ja, Peat, wen hat es denn da auf die Planke verschlagen? Ja, es war irgendein Schwindler, der auch Dokumente gefälscht hat, die jetzt unter ihm auch gestapelt wurden und der jetzt anscheinend anfängt zu verbrennen. Der Magistrat hat ja schon gesagt. We get to place 2 markers in this space in Plaza, and then we get to choose. We can either continue watching or we can turn back and walk away, which goes to another story entry. Okay. Was auch in dieser Geschichte mich so hat ein bisschen aufforschen lassen, ist, das nicht, also entweder ist das geschichtlich beschrieben oder das ist auch wirklich so, weil sie gesagt haben, nicht, dass die Dokumente einfach nur so da quasi sich auflösen, sondern dass auch sozusagen überhaupt die Gedanken daran oder die Erinnerungen auch verschwinden. Und wenn das jetzt nicht nur so Storytelling-mäßig dahingesagt ist, sondern auch wirklich vielleicht sich niemand mehr daran erinnern kann, was überhaupt passiert ist, wäre ziemlich krass auch. Also auch hier, also vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ja, wir können jetzt der ganzen Sache noch weiter uns das geben und zugucken. Ich weiß nicht genau, wie ist so dein Magen? Zugucken oder weglaufen, das ist kein Problem. Willst du quasi zugucken oder wäre es dir nur egal? Ich meine, es ist so, das ist wie so beim Autounfall. Eigentlich möchte man nicht hingucken, Aber man guckt trotzdem hin, meinst du? Vielleicht bereuen wir das auch, aber ist ja, jetzt sind wir so gefangen in dem Moment. Das ist eigentlich wollen wir es nicht, aber während wir darüber nachdenken, wegzugucken, dann ist es eigentlich schon passiert. Wir haben eigentlich zu lange, wir waren uns nicht im Plan. Genau, deswegen gucken wir also hin. Wir schauen uns das an. Gute Option. We will look in the direction. We were thinking and thinking, go, not go, and then it happens. Yes, so. You continue watching. Yes. So. Yeah. We go to 452, which is directly below, and it starts with characters without Cityborn, Whitewell or Fiendish receive 1 terror.
Ah, okay. So you would see too much unless you are a city-born. You've probably seen it before. Are you both city-born? Yes. Yes. So fortunately, none of you gets any terror. Wir sind schon ein bisschen abgehärtet. Wenn man jetzt vom Land gekommen wäre, dann hätte das vielleicht ein bisschen mehr Impact auf uns gehabt, aber ja. Yeah, terror are those markers that fill these slots, and once they go up here, bad things happen, so you generally don't want to avoid that. Let's play the story entry 452. The man screams as the rays bleach his skin. It slowly turns translucent, revealing his muscles and insides that also begin to disappear. Damn it. In just a minute, he disappears entirely. The spectacle is over. The executioners draw back the short, whitened stump of the gangplank. The verdict in the hands of the magistrate begins to vibrate, flickering in and out of existence. With the man it related to erased from the continuum, the document turns into a dangerous error known as a vestigial. The magistrate tosses it into the well. Then the crowd begins to disperse. Some people already having trouble remembering why they came here. Okay. Also es scheint jetzt wirklich so zu sein, was gesagt wurde. Das hält was. Dadurch, dass der Angeschuldigte jetzt nicht mehr da ist, also er ist wirklich aus der kompletten Zeitlinie entfernt worden und da gibt es jetzt quasi wie so ein, da wo die Anklageschrift noch drauf war, ne? Die könnte ja eigentlich gar nicht existieren, weil der quasi nie angeklagt wurde, weil er jetzt eigentlich gar nicht mehr da ist. Und das hat irgendwie da so rumgeflackert und komisch, hat es sozusagen weggeworfen. Also wir haben es ja wirklich mit krassen Dimensionen zu tun, dass wenn man in diesen Lichtstrahl geht, sozusagen gänzlich ausgelöscht wird. Also keiner erinnert sich mehr an dich und so. Ist Was natürlich auch eine harte Nummer ist, wenn man irgendwie hier extrem Scheiße baut oder was auch immer so die übelste Scheiße anstellt und diejenigen, die noch was dazu sagen aber die Frage ist ja auch nur, ob das mit dem Licht so ist. Oder auch generell, wenn man hier stirbt. Now, if we have any of those marked, we just take an action. But we do not have any of those marked, so there's a bit of a story left. Let's see what it says. As you prepare to leave the execution grounds, you hear a scream nearby. You turn in its direction and notice a young woman sitting on the ground, with the noble who pushed her walking away. The woman looks towards her basket that rolls towards the edge of the well with a horrified expression. As you prepare... Okay, so her basket is rolling toward the edge of the well, and you can choose to rush and try to catch it heroically. And you gain, this is an agility roll with bonuses from flight and sleight of hand. And you can also just leave. Also Piet, ich würde ja mal sagen, weil du noch der agilste von uns bist. Was ja auch selten ist. Ja, ich weiß. Würde ich, also ich kann dich leider nicht unterstützen, weil ich habe jetzt keine so Handfertigkeiten, Slide of Hand. Nee, ich habe die auch nicht. Aber also wir können uns auch entscheiden, dass wir das ignorieren, aber irgendwie, meine Vermutung ist ja vielleicht, dass die vielleicht doch sich noch kurz an ihn erinnert hat oder irgendwie vielleicht waren die related, das dann noch vergessen hat. Ja, aber bevor das auch vergessen wird, was da drin ist. Ja, vielleicht ist da noch vielleicht. Drin. Ich versuche das zu fangen. So we try to catch it. I should mention that it is a difficult roll, because it requires two, basically. Aber so. du hast ja gesehen, einfach eine 12 werfen. I believe in you. Wie geht denn das? Guck mal, du hast auch einen Fate-Token noch? Yes, he has a fate to reroll. And yeah, let's roll. Okay, Let's see. Lucky Let's Dice go. today. Oh! Da ist die 12 und wir haben auch 2 Erfolge gebraucht. 454, you're... We are so amazing. Ich sehe Peat schon wieder. You catch the basket just before it teeters off the edge. As you lift it off the ground, you notice you risked your life for a pile of dirty clothes and underwear. Underwear! Odua's blessing. The woman sighs with relief as she takes the basket from you. My master would have my head if I... She stops, looking at you surprised. In an instant you recognize her as well. The maid from Kazad's mansion. Look, I didn't trust you when we first met. Heard many stories in Whitewell about your kind. Now I see I was mistaken. My name is Bridgie. Please, you need to hear me out.
She begs you to search for her fiancé down well, a fair-haired boy named Syl. Yesterday, he descended with some group he didn't want to talk about. Since then, she's heard nothing from him. She has nothing to pay you with, but she does give you a valuable hint. The word on the street is that a very dangerous and armed team of brigands is going to descend today. But he asks you to be careful. You catch the basket just before it teeters off the egg. Okay, also es war auf jeden Fall, glaube ich, informationsmäßig super, dass er das Ding Ja, gefangen also hat. wir haben nichts Wichtiges gefangen. Also in dem Basket war nichts Wichtiges, außer ihr Leben sozusagen, was daran hätten wir hängt. vielleicht Ja, die noch- Dame ist natürlich die uns da auch begrüßt hat bei unserem Magistrat und hat uns jetzt natürlich eine kleine Geschichte erzählt, dass da ihr Bruder was? Ich glaube Fiancé, oder jedenfalls jemand, dem sie nahe stand, der ist, ich vermute mal, dass er mit der gleichen Gruppe wie der Sohn von dem da zusammen ist. Das ist jetzt nur meine Das kann Vermutung. sein. Oh ja. Weil das war nicht klar, aber der muss ja damit irgendwie hingegangen sein. Jedenfalls ist es insofern ganz gut für uns, weil wir wollen da eh rein, also können wir vielleicht 2 Fliegen mit einer Klappschlange und wir haben die Information, dass wir aber auch, was wir irgendwie auch schon dachten, nicht die Einzigen sind. Ja, und dass es da auch eine sehr starke Gruppe gibt, die da unten. We mark B in the story tracker. Ah. And by the way, if at any point you want to know what marks in the story tracker mean, there is an index of them at the end of each adventure. So for chapter 2, B means Brigitte told you about the other group that plans to descend down well. Okay. Und wir hatten ja auf dem Markt eine Option zu fragen, was mit der anderen Gruppe ist, wenn wir den B-Marker haben. Take an action from sheet 5. And now we have several choices. Yes, you can ask about the other group in the city. But since in this demo we want to also show you a bit of a combat, I would probably descend right now. Ja, let's do it. Wir würden gerne, nein, ihr geht runter. Aber das Machen wir doch ist natürlich schön, man kann das hier noch versuchen, auch ein bisschen auszuschmücken. Aber ich bin ja auch dafür. Wir Ja. wollen euch ja Ja. hier auch den Überblick geben und deswegen wollen wir jetzt nicht so viel Zeit quasi verschwenden, sondern Yes, Vielleicht you Eigenmacht could again. theoretically spend up to midnight in the city. So you could just walk Können ein around bisschen and Party solve other machen. things. Wir haben noch ein bisschen Gold. ich meine, klar, die sollen gut ausgerüstet sein, aber man muss mal festhalten, so wie wir heute würfeln, können wir eigentlich auch ohne Fackel. Nein, Famous last Famous last words. Wir sind mal The combat gespannt. rolls Ja? we have not seen not yet any. Okay, so yes, we want to Travel to staging grounds most likely, yes. And then we are in the And staging grounds trigger 350. yes. I love the ring drop already. So But 350 at first only checks if the time is correct. It asks if it's set to afternoon or later. It is. yes. Which means we go to 357. And 357, Muss man sagen, auch schon clever gemacht. 357 ist gleich da unten, dass man jetzt nicht schon noch 8-mal umblättern muss. Auf jeden Fall. Schon mal gelernt, würde ich sagen. It's time. Kazad's workers await by their crane next to huge coils of rope and a wooden platform with low banisters that may take you 100 feet down in a relatively safe fashion. Relatively safe. Several guards are also present to ensure no one tinkers with the machine while you're descending. Okay. As you step onto the platform, a burly foreman approaches you. Don't be too long, he says. I don't know if you've noticed, but something's brewing in the city. The anniversary of the accord between the patricians is starting soon, and little birds sing that someone will use this occasion to cause unrest. If something happens, I don't want my crew to be stuck here waiting for you. No hard feelings, but we won't stick around a second longer than what Desmond Kazad paid us for. Yes. Ja, wie das Just immer down so the ist. yes, so they have until midnight to wait for you, until dawn, and they will not wait any longer. So, Also, though, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Ne? Irgendwie es scheint sich da was zusammenzubrauen. Komische Sachen, die werden auf jeden Fall nicht auf uns warten, haben sie uns klar Genau, gemacht. und es gibt Gerüchte, dass noch was Schlimmeres passieren wird. Wenn wir hier im Bereich F jetzt die Marke hätten, haben wir so we nicht. go further, and there's a small bit of a story left here. Ja, wir Just hängen down the jetzt am road. Seil.
You notice another construction team finishing a second crane. They will be ready soon. You realize it's better not to give them a head start. Okay. Ja, das Just wird dann wahrscheinlich das zweite Die Team Gruppe sein. 2 sein, ja. And 360. The crane squeaks as your platform slides down into the depths of the well, bored by the light of the broken sun. Looking up, you notice that the second platform is also starting to descend with a reckless speed. Soon it reaches your level, and then you notice it's full of heavily armed ruffians. You hope they'll pass you, but the rival team seems hell-bent on eliminating you right here, right now. Some of them take a run-up and jump onto your platform, while the others throw over hooked gangplanks to begin boarding. Was ist das? Ja, da denkt man kann einfach mal in Ruhe in so einen 100-Feet-mäßigen Abgrund gelassen werden. Nix da. Und schon ist, da kommt es in der Nachbargruppe und die will wieder Stress machen. Ja, die springen wieder auf unsere Plattform, schwingen sich rüber. Okay. Just like Briggy warned you, there is another rival team, and we are starting to set up a combat scenario. So we need to find sheet 7. Ja, wir suchen jetzt also hier den The corner 7 numbers raus. show which sheet is which. Ja, 2, 4, 6. Wahrscheinlich They das should be in order, but they are not because I've mixed them up. That's no problem. Der ist noch 7. Can I? 4, 3, 1. Give me a second. Yeah, sure. Was ist? I will get to this in a second. It's a cam sheet. There's a 7. Yeah. Yeah, okay. And we can replace this because this is only a cover. Okay. Ja. Wir befinden uns jetzt natürlich auf der Plattform, die da beschrieben wurde. Und hier sehen wir also eine Plattform und dann die andere Plattform, die uns jetzt quasi ändert. Das ist also so ein bisschen wie Piraten-Seekampf, die uns jetzt irgendwie boarden. Also wir sehen hier diese Planken. Bist du der Meinung, dass das beide? Ja, doch, Nee, wir wahrscheinlich. nur einen. Ja. Okay, B. Place Rogue Mage and Goons in one line. This is the initiative line. They will get to act in this order. I also have to set up their HP. No, it's fine. That's not there. They're weak. No, they need to have HP. Fortunately, yes, it should be 3 times the character numbers. So for you, it's 6 plus 5 means 11 for this one. Ja, also wir haben hier so einen Rogue, so einen typischen Charakter. And this one gets 3 times 2 plus 3, which means 9. Und natürlich je nach Spieleranzahl haben die jetzt unterschiedliche Leben. Außer, so wie es aussieht, der Goon, also so ein Gehilfe, der hat nur einen. Yeah, they have only one and they have 1 point of armor and that's it. Ja, wir haben also noch eine Zauberin und irgendwie so einen Gehilfen, also 3, die uns jetzt hier versuchen zu ambushen, also einen Hinterhalt Wir zu haben auch bringen. irgendwie noch ein Deck, das darunter jetzt gebaut wird. Yes, the next point asks me to find the enemy activation cards for them and build their decks. This one uses 6. Ah ja, Ja. 6, 7, Jetzt 8. wird halt so ein Gegnerdeck gebaut mit den Karten, die halt darunter stehen. Right, actually I have them here. So this is 6, 7 and 8. I'll have to ask you to shuffle those Ja. and place them here. I'll do this one, 9, 10, 11. Die haben also ein eigenes, ich dachte, es wird ein großes gebaut. Yes. And this one uses only 12. Okay. That's all they do. Und das wissen wir jetzt natürlich beim ersten Mal, wenn wir die jetzt encountern. Vielleicht haben wir die schon in der Vergangenheit gesehen, vielleicht auch nicht. Dann muss man natürlich jetzt erstmal herausfinden, wie die so agieren. Ne? Now we place 3 plus half the character number, which means 1 in your case, 4 goons in those are goons, and we need to place them in the lowest number circle slots. So 1, 2, yep, here you go, 1, 3 and 4.2, was 4? Here. Oh. Now we take a rogue. But we are doing four goons, yes, or only one?
3 plus half the character number. Okay, You'll fünf, have okay, two okay. characters, which means 4. Ich habe es nochmal versucht, aber ja, wir müssen halt 3 plus irgendwie Ja. Sachen und... Okay, also 4 Goons und dann haben wir Dann noch die wahrscheinlich Magier und 6, den du hast Rogue. 5. The rogue goes on square number 1, which is here, Okay. and the mage goes on square number 2, which is here. Daneben, der Rogue ist zwischen denen. And der now Goon. we get to set up you. So you have you set up on triangles. So you have 2 goons on your platform. The rest of the enemies is on their platform, and you get to set up your characters now. Ja, jetzt können wir unsere Charaktere hier auf unsere Plattform stellen, ne? Auch storymäßig, die haben uns hier schon geentert. Ist alles vorbereitet. Wir haben also für die Leute die HP generiert und wir haben die Decks gebaut und die Miniaturen natürlich gesetzt. Willst du, also du bist ja so eher so ein bisschen nahkampfmäßig, willst du vielleicht gleich hier schon irgendwie hingehen? Ich weiß Weil nicht, guck mal, oben das mehr ist, sind, meinst du? Ja, und das ist der Magier. Ich weiß nicht, ob wir uns gleich so einen Staring-Contest mit dem Ach machen. so, Ich kann ja ja. auch so ein bisschen fernkommen. Ich würde mich gleich hier hin. Ja, ich stelle mal hier. Ja, probieren wir mal. Ja, wir hätten uns auf eines der dreieckigen Felder platzieren können. Da haben wir uns jetzt einfach mal entschieden. Mal gucken, Ob das so schlau was war. passiert. Now that we are finished with the setup, we get a choice. We can rush to fight, which builds the initiative bag and begins the combat. It will build an initiative bag where we have a better chance of acting. So the rushing to fight will build a better initiative bag. Or instead, we can run towards the boarding planks and try to push them away. Oh. Ja, wir könnten jetzt versuchen, einfach so Hals über Kopf in den Kampf zu gehen, dann wird so ein Initiativebeutel gefüllt. Oder wir können natürlich auch versuchen, die irgendwie hier, die sind ja so halb am Rüberkommen, die irgendwie zurückzudrängen und zu machen. Und man muss festhalten, Yes, and this ich bin is- ziemlich groß und Stärkewert habe ich auch auf 3. Ich glaube, ich würde das mal versuchen. Und du hast Stärke 4 auch. Du hast bestens bist Und du du- auch, aber ich bin large, ich kann dich also unterstützen. Theoretisch. Das heißt, fürs Wollen wir das Keyword, machen? ja, auf jeden Fall, fürs Keyword Auf large, jeden Fall. weil ich groß bin, das ist dieses typische, so Deadpool-Style-mäßig. Ich nehme dich einfach und werfe. Ah ja, aber solange du die Knochen drin lässt und nicht Äh, rausnimmst. Also, Pete, 4 Würfel, wir müssen die 9 Wie viele plus. Erfolge brauchen wir? 2? Ja, also dann sind wir am erfolgreichsten. Also 9 am plus. besten einfach ein paar 12 werfen. Eine 9, okay. Eine 12 oder 10? 12 und eine 10. 3 Erfolge, 2 Again, the Aufwand. best outcome. No, there's no one. Ah, yes, das wird die. Warte, 2. Mal gucken, vielleicht können wir auch gleich schon 2 von der Planke schubsen. 363. Place the deadly space. This is a space. If you push anyone in this space, he dies. On the top and bottom planks. So top planks are here, bottom planks are here. So Wir haben jetzt, ihr seht schon, hier gibt es schon Felder, die tödlich sind und wir haben jetzt Planken quasi entfernt, dass wir hier so einen Engpass gebildet haben und wir können die jetzt an wieder mehreren raufdrücken. Stellen in den Abgrund werfen. So. Das wäre so wie der Deadpool-Style. and now Wow. it's time to build the initiative bag. Build the initiative bag with this is a full character number, which is 2 in your case. 2 dual tokens. Duals are Black and White. black and white. Yeah. Ja. Helle, dunkle Seite kommen da jetzt. 3 2. white tokens. 1, 2, 3 white tokens. And 2 black tokens. 1 and 2. This is your initiative bag. Go to 361. 361 resolve combat. So we won't need this for a moment. And just to give you a very brief rundown of how the combat works. At the start of the combat, you draw a token from the bag. If it's white, you can choose any character and activate them. If it's black, you activate the first enemy in the row. In line, okay. If it's dual, it's the separate of the previous token, so the different than the previous one. So if the previous one was black, it is now white. Also das wechselt dann ab, weiß ist für uns, schwarz ist für die Gegner in Reihe und wenn wir diesen dualen Token haben, gucken wir, was für einen Token hatten wir davor, hatten wir einen schwarzen, dann wären wir jetzt dran, waren wir vorher dran, dann ist der Gegner. Yes. So this is always the opposite of the previous activation, and if you draw it first, it's white. Okay. So Wenn wir den zuerst ziehen, dann haben wir die Aktivierung. the turn of combat will last until all characters are activated, and if both characters were activated once,
and some enemies are still not yet activated, we activate the remaining enemies and we end the turn. Okay. Es werden also alle Gegner, die wir hier haben, die kommen trotzdem ran. Wenn also sie nicht in diesen sozusagen Aktivierungssachen über die Tokens aktiviert werden, dann wird der Rest aktiviert. Das ist eigentlich auch ganz interessant, dass wir können uns nicht so ausruhen. Ne? Genau, sobald alle Charaktere aktiviert worden sind, wird einfach, weil dann müssen die restlichen Sachen nur noch aktiviert werden. Und dann when you are active, you can use 2 actions. The actions have the black edge of the card. So everything that has the black edge of the card is an action. Action. This is actually wrong because we've made a small thing to remind us this is a reaction. So this should be golden. Okay. But this, and this is an action. And in your case, everything on the left is an action. You can only do it on your turn by using one of your 2 actions. And you have 2 other actions on the arena. Wir können natürlich jemanden pushen. Try to push someone off the platform, which requires strength, and you can try to cut the chain of one of the platforms, which requires ranged, and is a very hard roll, but you can still try to do it. And apart from actions, you also have golden edge cards, and the golden edge cards, for example, all the cards here are reactions, and reactions can be played at any moment of combat in response to anything. So for example, you have a reaction that prevents 1 damage. You can use it at any point to prevent 1 damage. Both of you have a reaction that supports your friend with 1 die. You can use it at any point to support him with 1 die. So you play reactions at any point, actions during your turn, and when you get activated, your cards refresh, basically. And there are some ways you can influence the initiative back. The first way, actually one way in the case of your characters, because he has the sense danger reaction. Whenever he draws from the initiative back, he can roll for intellect, and if it's a good roll, he can choose several tokens, draw several tokens and choose 1. Okay. Ja, wir haben jetzt natürlich hier die Möglichkeit, das habt ihr euch sicherlich schon gedacht, je nachdem, was wir für Waffen und Sachen und Klassen haben, dass wir hier unsere Sachen auch aktivieren können, je nachdem, was wir hier halt ausgerüstet haben oder wie wir so drauf sind. Und dann haben wir, je nachdem, wo wir uns jetzt hier, in welchem Kampfszenario wir uns befinden, auch noch passend dazu Sachen. Wir haben jetzt natürlich hier diese gefährlichen Abgründe noch erschaffen, weil wir die Planken weggestoßen haben. Da ist es vielleicht sogar ratsamer, versuchen, die da reinzudrücken. Und wir haben aber auch die Möglichkeit mit Range. Ich habe hier zum Beispiel so einen Energiebolt, der ist Range, also ich könnte das anwenden. Brauche einen glücklichen Roll, aber man könnte versuchen, die Ketten der anderen Plattform zu beschädigen. Dann vermute ich, ist es eine ganz schnelle Nummer. Und dann gibt es natürlich, je nach Charakter, die Möglichkeiten, uns auch noch zu helfen. Das können wir beide. Ich kann sozusagen hier auch noch mich ein bisschen protecten. Und ich bin quasi Spider-Man. Ich spüre, wenn Gefahr ist. Ich kann hier diesen Initiative-Bag auch so ein bisschen manipulieren und Sachen rausziehen. Platform full of enemies races down and you say, oh, I sense danger. Yeah, because also my intellect is well, that's us. Okay. I would to try to cut the chain. I don't have agility for that. Yes, so you can either draw from the back or try to use this before you draw. I would try. But remember that if you use it, it will remain used until your activations. Okay. Ich würde es trotzdem mal probieren und dafür muss ich es natürlich erstmal auch schaffen, ne? I have to roll for Intellect. Only with 2 rolls. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Gefahr wirklich, das muss man natürlich rollenspielmäßig sehen, das ist jetzt hier schon aufgebaut. Wir gehen kurz zurück. Über uns sehe ich so einen leichten Schatten anscheinend. Die Plattform ist noch über uns. Ich höre ein anderes Kettenknarzen und mal gucken, ob ich schnell genug bin, um das mitzukriegen, dass die runterkommen. Ich würde sagen, nein. Aber ja, wir gucken nochmal. Ich werde mal hier den einen ausgeben. Und mal... But note that it requires 2 successes. So if you reroll 1, and if 12. You have 8, you can hope for 12. Hope? Hier wird nicht auch eine 12 gehofft. Hier wird...
Ah, okay. Ja. Okay. Ja, ich hätte quasi 2 Erfolge gebraucht. Vielleicht, was Piet sagte, zu euphorisch. At least, Jetzt komm mit. at I least told you. it Ich didn't bekomme- cost you anything Genau. because you Ich get bekomme this back. also mein Fate-Token wieder. Das heißt, es war anscheinend doch so. War irgendwie abgelenkt. Ist wohl doch nur eine Ladezeit, So. die wiederkommt. Okay. Let's draw. Cheating wasn't an option, so we have to draw. Yeah. Right here. Ja, gut. Ja. Schwarz. So, der Rogue ist als erstes aktiviert. Okay. Ah, ja, wie das immer so ist, ne, mit den Dieben. Der Take-Cover. Der versteckt sich erstmal. Pro. He drew a card that does works in 2 steps. The first one is take cover. He targets the closest character. The closest character to the rogue is the dwerg, and he moves to the cover against the closest cover against this target. So. The cover in this game is a very simple concept. Whenever you're next to the golden impassable line, it provides a cover. And if he's here, then this line provides a cover from everything here. Oha. For example, this goon has cover from everything here. Okay. And you have a cover from everything from this line south. But you do not have a cover from this or this. So he moves to the cover, because this is the closest cover against the dwerg. And then he shoots. He targets, and this is sometimes enemies target the closest character. Sometimes they target a character based on the number of moons or suns. As you see, your cards have those targeting icons. So the characters that have more suns are usually more physically threatening, and characters that have more moons are usually more supportive. But this will change as you use your cards, because there's sometimes a different number on the back of the card. So you'll have to count your moons on the edges of your cards and see how many you have. Ja, der Rogue, der will jetzt also irgendwie sich in Deckung erstmal begeben, und da haben wir hier diese goldenen Linien, die wiederum geben dann halt Deckung in bestimmte Orientierung. Das ist gut, der hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen hingekniet, vielleicht liegt da noch irgendwie was im Weg, also er ist sozusagen hier in die nächste Deckung gegangen, aus seiner Richtung gesehen, und jetzt wird er versuchen, irgendwie einen Fernkraftangriff zu machen, und da sucht er sich jemanden raus, und wir haben ja auf diesen Karten Symbole, Monde und Sonnen. Ich habe davon 2, das kann sich ja auch ändern, wenn wir die Karten umdrehen. Ich Du hast hab 3. davon 3. Das heißt also, du bist für ihn die größte Gefahr jetzt, oder Natürlich. das Ziel. Das heißt, er wird dich angreifen. Okay. Und gucken wir mal. So he targets the dwerg, and he deals 2 plus half the character number, Also plus which 1. yeah, 3. 3. This is a damage icon, Yeah. 3 damage with difficulty level of 8. So you will damage has a difficulty level because in this game, if enemy attacks you and you do nothing, you get hit, Okay. basically. So Yeah. the enemy attack hits unless you do something okay, about So, it. this is my target number if I do so. Yes, exactly. So you can either take the attack and just reduce it by your armor, which is 1, and reduce it from your health, or you can try to use one of your defensive reactions. I will try to use one of my Yes, you have to. You can dodge, but it is a bit worse because you're wearing armor. The dodge has Yeah. a -1 die for armor. And you have endurance, which is very good, but I don't know if you want to use it now or save it for an even stronger attack. Ja, No, I use it now because I'm not... You're not active I yet. have not taken my Yes, turn. and you will refresh the card when you are activated. Correct. So, that's my use Ah, exceptional spielt er das schon endurance. wieder. Peat Power Gamer ist unser Haus. Ja, wir können jetzt Das ist auch sozusagen... einfacher, weil auf den Angriff kann man natürlich reagieren. Sollte man im besten. Ja, das heißt, wir kriegen 3 Schaden, wurde berechnet, und 8 hier ist meine Zielnummer für die Würfe, die ich machen muss. Und ich habe jetzt 2 Optionen. Ich kann auch versuchen auszuweichen. Mit einer Geschicklichkeit 2, -1 Rüstung, also mit einem Würfel, um 3 Schaden zu verhindern, oder halt, um alles zu verhindern. Also ich prävente 1 pro Erfolg gegen 8 an Schaden. Number of successes. Yes, it will defend 1 plus the number of successes you Und roll. da wirst du jetzt deinen Stärkewert würfeln, Genau, das heißt das also 4. 4. Da habe ich also anscheinend bessere Chancen. Also 4 12, Pete. Nee, eine reicht. Ah, okay.
Und wir würfeln. Und wir haben eine 2, eine 3, eine 6 und eine 11. Also die 11 ist auf jeden Fall So erfolgreich. with this roll actually is enough because exceptional endurance will prevent 1 + 1, which is Ja. 2, and then you have armor. So which is meine 3. Rüstung zählt auch noch zusätzlich dazu. Aber Deine That's unglaubliche Ausdauer ist dann doch relativ schnell aufgebraucht, muss ich mal finden. Ja, ist okay. Nichts ist passiert quasi. ich komme gleich wieder. Ich habe ja auch ich hab ja immer noch nicht mitgekriegt, dass die Plattform überhaupt runter ist und uns angreift, sozusagen. So Ja. wie ich da Now gewählt habe. the card goes to the bottom. So at some point you will know the order in Wir which they wissen act. jetzt also schon quasi, dass wenn der dann quasi noch 3-mal quasi aktiviert würde, dann dass das auch wieder dieser Angriff ist. Ja, And now let's draw Willst du again. mal aus dem Beutel ziehen? Ich zieh mal aus dem Ohne Beutel. reinzugucken. Oh, Yeah, white. You can activate any character. okay. Wie fühlst du dich so? Soll ich einfach die Ketten sprengen oder willst du den da runterschubsen? mit der Fackel. oder wie? Nee, mit dem Push of Platform. Ja, ich versuche das einfach mal. Okay. So, I activate. For this, do I turn my... No, you just put it on your portrait. To Und show jetzt you've sehen wir hier, activated. glaube ich, hier schon so ein kleines Grid. Ne? Also um Yes. das gut zu aktivieren, muss man angrenzend stehen, orthogonal, nicht diagonal, ne? Was auch irgendwie logisch ist. Du willst ihn ja pushen. Du wirst jetzt für Stärke würfeln. Eine Ja. 9 geht es. Und du kannst auch wieder unterstützt werden mit Large oder Athletic. Und ich bin ja Large. Yes, Aber unfortunately. ich bin nicht in der Nähe wahrscheinlich. Yes, unfortunately, when you're a party, you can use your keywords to help your friends, Yeah. but now that you're separate models, you can no longer support his role with your keywords. He would have to, you have cards that support Yes. him, but he would have to have keyword himself. Okay. Was ja auch irgendwie Sinn macht, ne? Wenn wir zusammen in einer Gruppe sind, dann können wir unsere Keywords quasi zusammenschmeißen. Also, So. bist du athletisch, Peat? Nee. Ich Nee, sehe und nix. groß bist du auf jeden Fall nicht. Du bist small. Okay, aber das wissen wir für uns. Ich habe also ein bisschen mehr Advantage, wenn ich den Wenn du die pushen Leute da... Komm das mal. sieht man ja auch, ja. You could turn this support. card to support him, but it's a question if you want to, because Yeah, it's yeah. not a very hard roll. So Yeah, you might want. On the other hand, you will be next to activate. So maybe Yes. if you use this card, you will immediately get it back. Guck mal, ich werde dir einfach zurufen. Ne? Also ich sag dir, du bist ja so ein bisschen kleiner, das Ja. heißt, du hast so einen Und der kommt anderen grad nach Schwerpunkt. oben. Ja, Ja. genau, du Jetzt! Genau, jetzt sofort hört es. Das heißt, ich werde jetzt, dadurch, dass ich jetzt eine Karte aktiviert habe, einfach mitrollen. Du würfelst 4 Würfel, wa? Ja. Crazy. Mein Eine 1, eine 2, eine 9 und eine 11. Du musstest jetzt einmal eine 9 haben, wunderbar. Du hast aber Fate. Dadurch, dass du eine 1 gewürfelt hast, Ein Drops. kriegst du den. Ja, die 11 ist höher als die 9. Und wir haben auch eine 9. 9. Wir haben quasi Zwei 2 Erfolge. Erfolge. Ist egal, wir brauchen nur 1 und jetzt pushst Nee, du. ich schiebe den jetzt pro Erfolg ein Feld wahrscheinlich. You push him one... Yes. So with more successes, you could push him further, but 1 is enough, One is basically. enough. Yeah. Okay, that's So it. you push him by 1, and he's gone. And now, normally. This is Secretion Joy. Normally, we would have 1 action left, but if you notice the card here, Auf jeden Fall it haben wir specifies many things you can do with fate tokens, and one of them is buy an additional action for 2 fate tokens. So it's up to you if you want to do 1 action more, or if you want to spend 2 fate tokens to get 2 actions Is more. moving an action? Yes, because there are 2 basic actions that do not use the card. One is move, and another is first aid, which is basically a very weak heal. Willst du noch Aktionen machen? Aber So basic actions are an addition. Basic actions also count as an action, yes. Okay. So if you move, that will be 2, and that ends your turn. You do have an action that moves you
and does something else. That's the charge, but it Move needs up a to straight, your move yeah, and but it needs a straight line to the enemy. Wir müssten, also Pete könnte überlegen, einen Fate-Token auszugeben, um nochmal 2 Aktionen Mit zu haben. 2 Fate-Token auszugeben, um eine Aktion zu haben. Okay. And Aber these Fate token are not spent as a team. He has to spend has to 2 spend on his them own themselves, because yeah. zwei Then I, finde ich echt- then I think I will keep them, so that I can. Also ich werde die behalten, damit ich nächste Runde laufen und angreifen kann. Du, vielleicht erledigt sich das ja auch über die Plattform. So what will you do with your second action? Okay. Also I have Yeah, two you actions. have- Yeah. Perfect. Okay. You Every have, time. Yeah, you have 2 actions every time. You can buy a third one with. Das ist eine dritte yeah. Aktion. Das Ja, würde Das heißt, du natürlich- könntest hingehen und könntest ihn da auch noch runterschubsen. Wir können dann einfach über die Planke laufen. Und Ja, aber ich will ja versuchen, das Ding da zu klären. Das wäre ungünstig, wenn du rüberläufst. Ja. Also auch wenn das wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Can I aber- push him in any direction? You always push away from you. So if you stand here, you will push him here. Damn it. Genau. Siehst du? But there is a chance you will kill him anyway, because when you push enemies into impassable borders, there is a thing we call a crash damage. So you deal 2 damage for each point of push. Ja. You cannot resolve because the enemy is against the border. Aber du müsstest So ihn- if you push the enemy by 3, Du müsstest ihn 3 pushen, also du müsstest 3 Erfolge he haben. goes by 1, and then he should go 2 free. He can't go 2 more, so he gets 4 damage. He just needs to. He just needs 2 to die. So, So he needs- you can try to push him so hard, he will basically use this Ja, wir werden es border. einfach versuchen. Ich habe ja noch eine Aktion. Ich Or laufe you jetzt also can- auf dem anderen hier ran. Ja. Also- Außerdem stehe ich dann gleich hier an der Planke, Ja. wo die alle rüberkommen müssten. Und versuche den hier einfach in die Wand zu schubsen. Yeah. Welche Wand eigentlich? Auf einer Plattform? Ja, na doch, du siehst ja, da sind die Ketten, das ist einfach so ein bisschen Ach höher so, gebaut. ja, okay. die Dann Konstruktion. kann ich ihn jetzt in die Pete Ketten muss drücken. jetzt allerdings, weil er jetzt eine dritte Aktion starten möchte, 2 Fate-Token ausgeben dafür. Und ja, okay, ich kann dich leider jetzt nicht mehr supporten. Nicht, dass mein Support irgendwie was gebracht hätte. Aber ja, es gibt jetzt quasi gegen Hindernisse schubsen. Alternativ könnte ich jetzt natürlich einen Charge machen auf die andere Plattform. Nur mal so, aber das wolltest du ja nicht, weil du wolltest die ich weiß, Ketten ich will es trennen. versuchen. Ja. Mit deinem einen Agi. Ich will sehen. Ich tue den jetzt erstmal, versuche ich den in die Ketten zu schieben. Come on. Das ist wieder Stärke, das heißt also, ich habe wieder 4 Würfel. Yeah, but you need at least 2 successes to kill him. Yes. If not, with 1 you will only move him and I make know. him angry. Perfekt. 10, 1, Ja, 11. 11. And a Fate Token, weil noch eine 1 gewürfelt würde. Also wir haben mit der 11 und der 10 haben wir 2 Genau. So Das heißt also, ich he gets to ein be Feld. pushed by 2, yeah, Und 1, noch ein and then Feld. he cannot go any further, so he receives 2 damage, 1 armor, 1 HP, Ja, that's it. also pro in die Wand geschubst werden, mehr kriegt 2 Das wird bei mir wahrscheinlich auch funktionieren, weil ich ja auch vor so einer Wand stehe. Und unser Goon, der hat halt eine Rüstung von 1 und Leben von 1, da sind wir quasi mit 2 Schaden dabei. Ja, mal gucken, wer sich aktiviert. Also you can choose, maybe then I can say it's fate. Ah, okay, yeah, sure. Werden wir mal sehen, wer jetzt als nächstes aktiviert I'm known to be very lucky, so. Ja, perfekt. Ja, okay. There's a chance Wer of... hätte das Yeah, gedacht? there's a white token, there's a black token, there's a white and black token, and the white and black token would be black. Chances were Okay, low so, for you. die Magierin oder Magier. Oh, Shadow Step. Shadow Step. She targets the suns, and let's see who has the most suns right now. 3 Sonnen habe ich. Suns. Okay, also bin ich, ja. So she targets you, and then she places in the furthest space away from you with a cover against you. So the furthest space is probably here, but it's occupied, so it will be here. So this is the furthest cover she can find from you. Ja, und genau, sie will sich also versteckt sich jetzt hier hinter dem Fass, murmelt irgendwelche Sachen, ne? Also kurze aufgelöst, kurze Rauchwolke, zack, weg ist Nightcrawler. ja. And then she does a terrifying presence, which deals 2 damage and 1 terror to each character. And notice that the damage has no difficulty, Ja, dem because können wir nicht it's entkommen. not unpreventable. Immer diese Magier. Ich spüre das Grauen in meinem Nacken. Das heißt, each character. With one exception.
you do have something that can do it, because it's not a roll. It simply prevents 1 damage or 1 terror. So we can use this, the amulet of protection, to negate either 1 damage or 1 terror, while you unfortunately have nothing that would work in this case. Ich werde es natürlich mal machen. But in your case, the armor should work on damage. So the damage is reduced by 1. Yeah. Okay. Das heißt, du bekommst einen Schaden, weil deine Rüstung quasi einen Schaden aber verletzt. dafür kriege ich auch Ein Terror. And you get to choose whether you want to reduce terror or damage. Ich würde mal den Terror reduzieren wollen. Das heißt, ich bekomme 1, 2 Schaden. Und jetzt seht ihr auch hier schon bei dieser Card, do not refresh this card at the start of activation. Dafür, um das sozusagen zu recovern, müsste ich einen Fate-Token Some ausgeben. cards refresh only in the camp, or if you pay to refresh them. Muss man festhalten, die sind alle irgendwie so ein bisschen, der Rogue versteckt sich hier greifend, Magier will uns irgendwie eine Story erzählen. Ja, würdest du, wenn da so ein Typ gerade 2 wenn man Leute durch uns die beide Gegend- sieht, ja, da würde Also, ich wäre da ja ist auch, so ein ich hätte gar nicht erst Da ist so ein angegriffen. Zwerg, Ich weiß der nicht, einfach was- einen weggeschmissen hat und den anderen einfach in die Ketten gedrückt Jetzt ist ja hat. die Wahrscheinlichkeit recht hoch und damit habe ich das wahrscheinlich schon erledigt, das System. Aber okay, The white. it's a white one. So, now, the plan we all waited for. Jetzt kommt der Plan natürlich, wo wir alle gewartet haben. Ihr seht, hier gibt es Ketten und wir haben auch die Möglichkeit, versuchen, die Ketten zu sprengen. Und ich habe das Fernkampf-Keyword, Range, den Energy So you can use this action. Yes. It requires an agility roll. You get +1 die if you're an elf, but you're not. Nee, ich bin nicht But- Alf. Nee, ist okay. But Pete has a combat insight he can use to support you. Pete, willst du mir, du wolltest mir, du hast auch eine Armbrust in der Hand. Ich glaube, du kennst dich schon so ein bisschen aus und du kennst dich mit Materialien aus. Du siehst quasi, diese Ketten, die haben da eine Schwachstelle. Du sagst mir, da oben diesen Link, wenn wir den sprengen, reißt der. Ja, du, let's go. Okay, das heißt, So you roll your die yourself. Und das ist ja das Schöne immer, das Supporting. also Das sind ich ja immer- möchte nur mal so festhalten, Ist auf jeden es Fall- ist eine 3 It is plus. very Das difficult. heißt, um richtig erfolgreich zu sein, quasi um wahrscheinlich alle Ketten auf einmal zu sprengen, Brauchst du eine 12 und ich eine 12 und du, ich oder eine 11. du eine 12. Und Also das ist ja auch 11. ja. Mhm. Oh, it's ein 10. Aber es ist so knapp. Ja. Aber ich habe ja hier noch so einen Marker. Also Pete hat super cool gewürfelt. Come on. I will try. No, you already have 2. Why do you need another? But I wanted to go 3. It's 3 plus. Yeah, it's Okay, a I three thought plus. it's 2 plus. No, Yeah, it's okay. 1 plus and 3 plus. 3 plus. So Okay. I will try again. No. I will try again. I want to have 3 plus. Wenn jetzt nicht diese ganze Plattform jetzt nach unten steht, dann weiß ich nicht. Dann müssen wir hier das storymäßig nochmal umschreiben. All right. Let's Okay. see what Wir happens. diskutieren das gleich nochmal. I must say this was Unexpected. big roll. You took a lot of chances on this one. Yes. 3, 5, 8. I think we do have even. Das ist so selten, dass Ja, noch nicht mal der Text I will let the voiceover speak for itself. Ja. Ja, wir gucken mal, ob diese Your Passage... accurate and powerful shot cut the chain, causing the platform to plummet into the abyss. Okay, and, Your accurate and powerful And you get shot to- cut the chain, causing the and you get to choose one platform. You can choose yours if you want to. No. To do what? To survive? To or to- remove all characters and enemies from the chosen platform and the boarding planks. Ja, was soll ich Ja, sagen? Zauberhaft, aus irgendeinem Grund, du hast das Material richtig eingeschätzt. Mein Energy Bolt hat sozusagen so rekuschiert. Zack, bing, bang, gleich rüber Der und Bing-Bang-Effekt. ist gleich alles. Ja, wir wählen jetzt natürlich die Plattform aus. Wir hätten auch so verwirrt sein können, unsere Plattform zu nehmen. Aber wir wählen die Plattform und dann sind jetzt, wie ich es auch aufhabe, alle fallen in den Abgrund. Wahrscheinlich ist aber auch das wäre gewesen, dass wir plus einen Erfolg hätten. Und dann Ja, irgendwo aber ich über die glaube plus- nicht, dass alle. Ja. Aber wahrscheinlich hätte das so gekippt. Ja, Egal. erstmal. Wir
wir haben mehr als 3. Wir haben sozusagen, die werden da nie wieder eine zweite Plattform haben. Das stimmt Okay, wohl. so everybody is goes removed. down and all the yes. planks. Letztes war jetzt Team Beat. This Yes. Place block tokens on all the planks. I don't think it matters because Yes, all yes. enemies were Yeah. removed right now. Okay. Yeah. And you can no longer place any models on any spaces of the chosen platform. But it no longer matters because there are no enemies and the sheet has had an objective, Yes. defeat all enemies. Yes. And the victory go It's to 3, 3, 6. Pete, ich würde sagen, 3, 6, 2 die singen jetzt schon wieder über uns. Die Plattformbrüder. grants you all one experience. Experience. You move it up here. Ah. Yeah. Wir haben schon eine Experience, mein Gott. It and then it goes to cleans up the table. We won't do it now. It goes to 366 and 366 says, "Congratulations, you've completed Act 1 of Chapter 2 of this adventure." Nice. Sehr gut. Was soll ich sagen? Eigentlich hätten wahrscheinlich die Gerüchte eher das andere Team darüber informieren müssen, dass hier Pros unterwegs sind sozusagen. Ne? Ja. Aber manchmal müssen die das auch einfach erleben. Aber ich glaube, ich habe auch eine Sache vergessen. Was I hast du think da? I missed one thing when I activated. This should be being refreshed. Correct. Wir sind eigentlich noch besser als it should be active. When I've activated, we have to refresh this one also. And just to show you what could have went differently, if you pass me the sheets again. Yes. Ja, also natürlich, wir haben jetzt hier gesagt, wenn es keine Gegenspieler mehr gibt, die ganze Plattform ist ja abgestürzt, dann gehen wir sozusagen weiter und das hat jetzt gesagt, dass wir If you followed the clues around the city, apart from some small subquests, you could have located the second team early and fight them not on the platforms, but in their hideout. Ja, okay. But the hideout, again, as here you had choice to push the planks, the hideout gives you a chance to sneak up on them, and if you sneak up on them, you get a better position, and if you not, they get a better position, Very nice. and then there are exploding barrels. Ja, wir hätten sie also auch in ihrem Versteck überraschen können, ne, weil wir ja Genau. Informationen sammeln konnten. Und And ja. as for the next chapter, and the next act of the second chapter, it begins when you basically, this is the place where you start, and there is a dungeon section Genau. where you get to find son of Desmond Kazat, you get to try to find Sil, the boy the Briggy told you about, then you get to meet this guy. This guy over here. Yeah. Yes. Okay, yeah, maybe we don't want to meet him. Is it more mummy or is it more techie? It is. Or crystal? Und wir werden es, zeigen wir euch natürlich auch noch im Detail wieder wunderbar Dual-Cast. There are some puzzles to solve in the dungeon, and after you go back up from the dungeon with Desmod's sons or without him, with some valuable items that can influence Patrician or without them, that's the end of chapter 2. Okay. And the adventure has 3 chapters basically. Okay. So there's still a third chapter left for the big showdown with all the Patricians and things like that. Ja, das ist natürlich so, wir wären dann jetzt in die Katakomben gereist, hätten da ja nach bestimmten Personen Ausschau gehalten, Artefakten und Co. wären da auf irgendwie krasse, doppelt so große Typen gestoßen und dann wären wir natürlich auch wieder hochgekommen. Wie das ist, haben wir überhaupt... Ja, wir wären wiedergekommen. Ja. Die Frage ist nur, ob die wir da suchen, ob wir die gefunden hätten und auch mitbekommen. Und dann gibt es natürlich hier noch weitere Chapter und Sachen, um das zu erleben. Das wäre dann noch der Showdown. Haben wir alles erfüllt? Können wir unser Wunsch sozusagen umsetzen und den anklagen? Das ist ja alles noch unklar, ob das funktioniert. The game will come with several adventures. One adventure usually gives you around 4 levels of experience. So you probably to take your character up to the maximum possible experience level, you would probably need to play 2 or 3 adventures. Ja, und dann können wir natürlich weitere Experience-Punkte hier sammeln, damit unsere Werte verändern, aufleveln, wie man das natürlich kennt. Ich denke, ihr solltet hier auch schon einen guten Überblick bekommen haben, ob das Spiel was für euch sein könnte. Na, wenn ihr wirklich dieses Story-gedrivene, gerade mit der App, oder ihr habt jemanden, der am Tisch einfach gut vorlesen kann, dann finde ich sehr atmosphärisch
da reingeht, Dinge einfach in der Welt erleben kann, sich so ein bisschen treiben kann. Ich finde auch dieses Kampf-Würfelsystem, gerade auch wenn man natürlich ein bisschen Rollenspiel-Background hat, sehr angenehm. Und ihr wisst ja, wie das immer ist, wenn man nicht den Dungeon Master gleich um die Ecke hat, dann ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich finde wieder sehr, sehr atmosphärisch. Ich habe auf jeden Fall Lust, die Welt auch weiter zu erkunden. Alleine diese Lichtsache. Ja. Es hat ja wirklich schöne Dinge. Ne? Man hat unseren Charakter, da wächst man so rein, man will den irgendwie auch noch ausbilden, man findet Gegenstände. Hier ist ja auch noch viel Möglichkeiten. Ja, Skills, Sachen, Conditions. Wir können wahrscheinlich auch total verwirrt durch die Gegend humpeln. Genau, man hat die Charaktere und wirklich dieses Würfelsystem. Ich mag auch W12er. Und ja, W12er sind sowieso die besten Würfel. Und guck mal, hier liegen aber auch noch andere Würfel. Ja, aber... Yeah, someone asked us once, why D12s? Yes. And we said, well, because D12s are most fun to roll, basically. Exactly. They are the best. They're 2 D6s, or 1 to 12. So you can cut it by half if you just need a D6 or something else. But I love the system. Und wie gesagt, ich mag das System und dass man immer dabei ist, dass man halt zusammenwürfelt, dass man so kooperativ das wirklich vorantreibt und dass man dann auch sich zusammen freut oder halt dann sagt, Mist. Yeah, I really hope you had a good time. Yes. Ja. Wir sind natürlich gespannt. Für weitere Informationen über Lands of Evershade könnt ihr natürlich dann auf der Kampagnenseite, vielleicht seid ihr da auch schon und seht das Video oder quasi bei Hunter und Friends, dann klickt einfach mal auf die Kampagnenseite. Da werdet ihr natürlich sehen, ich sag mal so, ohne dass jetzt was gesagt wird, aber ihr kennt Awaken Rams, wahrscheinlich wird das ein oder andere in der Kampagne sich da noch entfalten. Ich bin da selber mal gespannt. Und ja, also und ich muss natürlich auch festhalten, was hier auch angeteasert wurde, einfach die Sachen, die mit Tainted Grail und ISS Vanguard schon geschaffen wurde, dass da, glaube ich, schon wirklich viel Know-how einfach zusammenkam. Und gerade wenn man diese Roleplay-Adventures einfach mag, diese Abenteuer zu erleben, diese Charakterentwicklung und gerne mehrseitige Würfel würfelt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Wenn ihr nur die Eurogamer seid, dann denke ich, ihr werdet, es ist niemals zu spät auf jeden Fall, aber ihr wisst selber, was für Zeit ihr da auch habt und ob ihr solche Kampagnenspiele zu Ende spielen könnt. Das müsst natürlich ihr entscheiden. Für diejenigen, die aber Bock und Zeit und Laune haben, denke ich, sollte das einen Blick wert sein. Ja, und dem ist ja alles eigentlich gar kein Ende gesetzt, weil das ist ja wirklich ein sehr modulares System mit den Charakteren, mit den Sachen, da kann man sich ja selber auch noch was ausdenken. So, die pfiffigen Dungeon Master werden es schon zu nutzen wissen, wie man so schon sagt. Aber wie gesagt, es kommen weitere Adventure und da hat man auf jeden Fall ein bisschen was zu exploren. Wenn es jetzt weitergeführt von ISS Vanguard zum Beispiel, das war ja sehr gut, da können wir uns auf einiges gefasst machen, glaube ich. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Thanks, Christopher. Thanks, Awaken Rhymes, for the really great setup and to be here and get a first picture of it. Denkt daran, wie gesagt, Prototyp. Guckt euch einfach mal die Kampagne an. Und wir sagen auf Wiedersehen und freuen uns auf eines der nächsten Videos. Genau. Wenn ihr also Alex oder mich, Peat, wiedersehen wollt, dann bis dahin. Ciao.